Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung, frisch gepressten Themen. Themen, die wir heute haben, Lufthansa First Class. Ja, da gibt es Neuerungen für den Horn Circle und auch für den First Class Passagier. Wir haben dann nochmal das Thema Lufthansa und Fox. Man muss ja immer sagen, Fuchs zwar riecht so, aber nicht so intelligent, oder wie war der Spruch, aber Fox heißt in dem Fall was anderes und ist vielleicht gut für uns als Passagiere. Dann haben wir weiter eine Lücke, die in Frankfurt geschlossen wird bei der Lufthansa. Die 787er kommen wahrscheinlich später. Deshalb wird es Hilfe aus München geben. Des Weiteren haben wir in München eine Hilfestellung für die Passagiere. Da werden die Transferzeiten verlängert. Aber es wird auch ein Lufthansa A380-Ziel geben, was wohl noch nie angeflogen worden ist. Von einem 380er. Und wir haben Boeing News 737 MAX. Da war der Wechsel in der Regierung auch nicht hilfreich in der Form, dass der Kollege Boeing da keine Entlastung gegeben hat. Und wir haben noch ein Thema aus dem Hause Marriott. Da gibt es ein Businessprogramm und wer sich dem verschreibt, kann Fast Track zu Silber- und Goldstatus bekommen bei Marriott Bonn. Ihr an dieser Stelle wie immer denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, einen Like dazulassen, aber auch zu kommentieren, unseren neuen Zweitkanal zu begutachten, US-Kreditkarten Talk. Und geht los, ne? Habt ihr das alles gemacht? Kanal abonniert, Glocke, Like und so weiter. Also, dann können wir direkt starten. Das erste Thema, was bei Hansens natürlich kommt, ist das Thema Fox. Und wenn ich solche Sachen lese von Lufthansa, dann finde ich das immer wieder Amüsement und man muss dann halt immer so ein bisschen innerlich grinsen. Einmal natürlich, wie kommen die Leute immer auf so Themen wie Fox, also auf diesen Namen für das Projekt. Und Fox steht für etwas ganz Besonderes, wo ich gerade die Stelle, wo ich sie aufgeschrieben hatte, auf jeden Fall verpasst habe. Aber es kommt gleich, wenn ich die Stelle wieder finde. Aber Fox ist nichts anderes, als dass man wirklich alles im Service sich anschauen möchte und da nochmal gucken möchte, ob man da was nicht optimieren kann. Und wir sind ja ehrlich, wir mögen Lufthansa und wir würden uns freuen, wenn Lufthansa die Kurve kriegt und wirklich das ganze Thema neu organisiert. Und man selber nennt das ein Mammutprogramm. Bei jeder Stein wird umgedreht. Und zwar geht es so, dass 180 Mitarbeiter dort sich das Ganze angucken. Heute Wasser, damit ich euch nicht vollhusten muss. Und da ist es so, dass man quasi jedes einzelne Detail auf links dreht. Und er hat auch aufgezählt, der Kollege Reitz, ich muss mich hier entschuldigen, also ohne Husten geht es nicht, keine Ahnung, bin immer noch krank. Es ist so, Snacks, Kissen, Essenkomponenten, Decken, Amenity-Kits, Unterhaltung, also alles schaut man sich nach. Kollege Reitz ist ja der Chief Customer Officer bei der deutschen Lufthansa und der ist halt im Prinzip für alles zuständig. Fox ist halt dieses Riesenprojekt und jetzt haben wir auch die Abkürzung hier gefunden, ist Future Onboard Experience Fox. Ich würde immer so sagen, halt zwar nicht so intelligent wie ein Fuchs, aber riecht so. Ich bin mal gespannt, was da nämlich bei rauskommt. Denn die Lufthansa befragt ja Fluggäste. Wir bekommen ja auch für unsere ganzen Kunden immer diese Mailings, wo dann gefragt wird, wie war Ihr Flug und so weiter und so fort. Swiss und so weiter hat das ja auch gemacht. Und man hat ja auch den Net Promoter Score, den NPS, quasi sich als Ziel gesetzt. Eine 50 ist dann irgendwo bummelig nicht so ganz da dran. Ne? Und das ist halt so das, warum man das machen möchte. Und die Swiss und die Austrian haben auch nur einen Score von 27. Lufthansa selber, meine ich, wäre sogar ein bisschen niedriger gewesen, aber ich habe keine aktuellen Zahlen gefunden. Man hat 150 Prototypen entwickelt. Das heißt jetzt nicht, dass man da 150 Flugzeuge hingestellt hat und gesagt hat, so ist der Service oder sowas, sondern man hat einfach den Angestellten und Partnern wie Geldgummi, hat man einfach geguckt, wo sind die Schwachstellen. Man hat auch 2000 Kunden befragt. Darauf hat man dann 150 Szenarien nämlich entwickelt, 250 Prototypen für die sogar entwickelt. Wie er sagte, also das heißt, dass diese 250 Szenarien oder 150 Prototypen oder umgekehrt 150 Szenarien, 250 Prototypen, nochmal die Wünsche der Gäste in den Mittelpunkt rücken und überlegt, wie man noch mehr Raum für Premium und persönliche Momente schaffen könnte.
Also You, das ist ja das, was man jetzt so bei Lufthansa möchte. Und da ist es so, dass man von den Personalvertretungen fast die ehrlichsten Worte aus dem Konzern bekommt. Und da ist es so, die Notwendigkeit eines Kurswechsels beim Bodenerlebnis ist unumgänglich, beim Borderlebnis ist unumgänglich. Und weiter geht es als Zitat: In den etablierten Strukturen hat sich eine bedenkliche Selbstgefälligkeit mit manifestiert. Die einzigen Markenkern, ein authentischer, unverwechselbarer Service, wurde systematisch dem Rotstift geopfert. Zitat Ende. Heißt also, dass man da bei der Kabine natürlich, weil man mit den Kunden in Kontakt hat und auch permanent merkt, was es da gibt, die auch selber das Essen essen, die ja selber den ganzen Service miterleben, dass sie da halt wirklich feststellen, hey, da haben wir ein Thema. Und da muss man natürlich sagen, dass man jetzt gucken muss. Denn die Lufthansa ist ja auch irgendwie sehr emotionslos geworden. Die Marke ist nicht mehr so aufgeladen, wie sie früher war. Die Leute reden schlecht über die Lufthansa. Ihr braucht ja nur in Foren zu schauen und zu gucken, was da bei den Leuten gesagt wird. Wichtig ist es halt wirklich, dass man natürlich da jetzt sagt, dass auch die Lufthansa austauschbar geworden ist dadurch. Und Allegris ist halt ein Lebensgefühl und da guckt man natürlich nach. Und Kollege Reitz verspricht, dass die ersten Elemente Ende des Jahres spürbar sind. Ja, heißt also, dass man, wenn man den 100. Geburtstag feiert 2026, dann möchte man, dass die Lufthansa da das Borderlebnis erstrahlt dann im gänzlich neuen Glanz. So ist das Originalzitat. Jetzt können wir natürlich gucken als so Penny Cruncher, die wir ja sind, aber im anderen Sinne, als es die Lufthansa tut. Ist das jetzt wirklich etwas, was verändert? Warum dauert so etwas so lange? Natürlich am Ende sagt man dann, das sind dann so ein paar Sachen, wurde uns auch nicht damals Tasting Heimat als der neue heilige Gral verkauft. Das ist ja jetzt auch langsam so weggeflogen. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, hat jetzt der Rotstift oder hat jetzt der Preis keine Auswirkungen? Hat man jetzt wieder auf Kundenerlebnis, das man da setzt? Oder ist das etwas, wo man sagen muss, dass das Fox-Thema auch eine Chance ist für die Lufthansa? Also im Prinzip, dass man sagt, dass man natürlich dort vielleicht echte 5 Sterne bekommen kann, dass Skytrax quasi gar nicht mehr so viel Consulting-Geld bekommen muss, dass man dort dann anfängt, ja, was Ordentliches zu machen. Deshalb haben wir hier die Frage des Tages und zwar ausschließlich 2 Stück zu diesem Thema. Die sind nämlich: Wurde die Lufthansa von der Realität eingeholt und musste deshalb Fox starten? Also ist es so, dass die Passagierzahlen vielleicht doch gar nicht so toll sind, wie die Lufthansa uns erzählt und man auch selber weiß, dass die Leute nur da sind, weil es halt keine Alternativen gibt? Und ist es wirklich so, dass man den NPS steigern will oder ist das wieder irgend so ein Quatsch? Also da könnt ihr zu schreiben, was ihr denkt. Und die zweite Frage ist natürlich, was wird aus eurer Sicht geändert werden müssen? Also was sollte die Lufthansa tun? Ist es vielleicht der Sitzabstand? Sind die Sitze zu eng? Glaube ich, davon können wir träumen. Oder sind es halt wirklich nur Kleinigkeiten, die links und rechts gemacht werden, damit man so eine Art Placebo-Effekt hat? Also da ist eure Meinung gefragt, da ist das gefragt, was ihr denkt, wie ihr das Ganze seht und wie ihr mit dem Thema Fox umgehen würdet, wenn ihr in Verantwortung seid. Ein Thema, was in Deutschland auch wieder wiederholt vorkommt, ist natürlich, dass man sein Flugzeug nicht erreicht, also den Flug verpasst. Und das liegt daran, weil Flughäfen unorganisiert sind. Und wir hatten ja lange und breit gehört, München ist wohl schlechter als Frankfurt beim Performen und deshalb hat Lufthansa da reagiert und hat dort den Passagieren mehr Zeit gegeben. Das heißt also, man hat im Flugplan 2024 das Problem gehabt, dass man dem hinterhergeflogen ist, weil es Verspätungen gab. Das möchte man in 2025 entzerren und man hat im 380er auch ein Ziel gegeben, was es so noch nicht gab, also was vorher noch nicht sogar mit dem 380er erreichbar war. Lufthansa zieht aus den Problemen, die man am Drehkreuz München hatte, natürlich Konsequenzen. Zitat hier: Deutlich höhere Stabilität durch höhere Pünktlichkeit. Man möchte das natürlich erreichen mit verschiedenen Maßnahmen. Eine Maßnahme ist, dass man mehr Zeit gibt, also 10 Minuten. Heißt, dass die strukturellen Prozesse anpasst werden. Und man hat jetzt bei Jenselmann Ritter, der ja Mittwochabend vor Medienvertretern in München
Einzelheiten vorgestellt hat, folgende Dinge vorgestellt. Und zwar ist es so: Wir erhöhen die Umsteigezeit für unsere Passagiere um 10 Minuten pro Verbindung. Alle Lufthansa-Flüge in München erhalten zudem bis zu 10 Minuten mehr Bodenzeit in der Abfertigung. Gerade die slotkritischen Flüge sollen 30 Minuten mehr Flugzeit bekommen. Heißt also auch, dass man zu Belastungsspitzen den Flugplan angepasst hat. Das heißt also, dass man da auch mehr Zeit einplant. Planmäßig wird das letzte Langstreckenflugzeug um 2022 München verlassen und damit hat man noch mehr Puffer zum Nachtflugverbot. Wichtig ist auch, dass die Eincheckgeschichten schneller und zügiger werden sollen. Heißt, man hat sogar die Schalterkapazität um 30% erweitert. Lange Wartezeiten und so weiter will der Flughafen verhindern, indem man 2025 noch mehr von den CT-Scannern aufstellt. Und damit ist der Stau, der quasi sich bis vor das Terminal gezogen hat, hoffentlich Geschichte. Also 100 Passagiere hatten ja damals schon Flüge verpasst, weil die Sicherheitskontrollen keine Kapazitäten haben. Und jetzt kommt's. Was ist das 380er-Ziel, was es noch nicht gab? Denver. Die Lufthansa fliegt mit dem A380 von München nach Denver und zwar mit der Delta Alpha India Mike Alpha. Delta Alpha India Mike Alpha, genau. Und das ist auch die älteste. Und die Maschine hat gerade ihren Check in Manila bestanden und ist jetzt zur Restaufrüstung in Frankfurt. Im Februar soll sie nach München überführt werden und dort dann Vollgas geben. Die 380er ist bei den Passagieren beliebt, das hat Herr Ritter ja auch gesagt. Das war auch etwas, was uns allen bekannt war oder nicht. Ihr könnt ja uns schreiben, ob ihr mit dem 380er happy wart oder nicht. Und dann ist es so, dass man natürlich noch andere Ziele hat. Los Angeles, New York, Boston, Washington, Delhi und halt Denver. Und noch nie ist eine 380er in Denver im Linienbetrieb dort gelandet. Das heißt also, man hat bei Lufthansa jetzt einen neuen Punkt gesetzt. Und damit sind 6 Flugzeuge, die das Streckennetz bedienen. 2 Maschinen sind operativ in Reserve in München. Und das soll auch halt zu mehr Stabilität beitragen. Und ich bin mal gespannt, was der Flughafen auch noch macht, ob der Flughafen mehr Personal aufstockt und ob der Flughafen selber auch da was macht. Just Lammert wird da sicherlich was machen und wird da auch ganz klipp und klar seine Sachen und Hausaufgaben machen. Also ich bin mal gespannt, wie es wird und dass es natürlich auch besser werden muss, ist ja klar. Man hat jetzt auch Flugzeuge abgezogen von München nach Frankfurt, um die Lücke zu schließen, weil, wie wir alle wissen, ist die 787-9er so ein bisschen verspätet. Und da gibt es jetzt einen Plan B für die 14 Stück, die wegen der Zulassungsprobleme zurzeit ja in den USA sind. Also es ist ja nicht nur Boeings Problem, sondern auch Lufthansas Problem. Und jetzt hat Jens Ritter am Mittwoch auch nochmal gesagt, wir verlegen 6 350er ohne Allegris vorübergehend nach Frankfurt. Heißt also, da gehen die dann hin. Uns fehlen in Frankfurt massiv moderne Flugzeuge aufgrund der bekannten Lieferschwierigkeiten von Boeing. Und er hat natürlich vergessen zu erwähnen, dass das auch mit einer gewissen Allegris-Zertifizierung zu tun hat. Aber hey, who cares for details? Dann weiter geht es so, dass man natürlich an der angespannten Flottensituation in Frankfurt auch die 777-9er vermisst. Klar, logisch. Aber das Topmodell soll auch nicht vor Ende nächsten Jahres kommen. Also man hat ihn quasi zur 100-Jahr-Feier auch nicht da. Airline und Boeing schlagen damit sich halt wirklich mit den Auflagen rum und das ist halt wirklich ein Hauptproblem. Inzwischen sind halt schon 14 der 787-9er fertig lackiert und auch ausgestattet. Aber es ist halt so, ob man die mit geblockten Business-Class-Sitzen eventuell fliegen kann. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber Jens Ritter probiert das auch aus und rechnet das durch und könnte dann natürlich auf Mittelstrecken unterwegs sein. Und interessant ist auch, dass die 747 und die 340-600, das sind ja alte Flugzeuge, auch die 747-8 ist mittlerweile ein altes Flugzeug, muss man ehrlicherweise sagen. Aber die ältere Bestandsflotte ist halt wartungsintensiv und macht dadurch natürlich Probleme und ist auch wesentlich teurer, muss man halt der Ehrlichkeit halber sagen. Deshalb wird jedes 5. Langstreckenflugzeug als Reserve vorgehalten, was die Flugzeugkapazitäten weiter verknappt. Ist natürlich auch doof. Und ich bin mal gespannt, was da passiert.
Ähm, Ich bin mal positiv gestimmt. Wie seid ihr gestimmt? Sagt ihr, dass das gut wird oder nicht? Und da kann man natürlich auch gucken, wie andere Fluggesellschaften da stehen, inwieweit da vielleicht auch nochmal von Lufthansa der Blick hingehen sollte. Aber wir haben ja mit Fox einen Lichtblick, also mit der, wie hieß das Ding nochmal? Ich habe es jetzt wieder vergessen, wofür es stand. Und zwar stand es für Future Onboard Experience. Eigentlich muss ich mir das merken, weil Fox wird sicherlich mehr Thema werden. Ein Thema, was wir eben schon angesprochen haben, sind die Probleme von Airbus. Entschuldigung, von Boeing. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Airbus komme. Auf Boeing ist mir schon gestern oder vorgestern passiert. Ne? Also von der Boeing 737 MAX die Produktion aufzustocken von 38 neu produzierten Flugzeugen pro Monat. Aber nee, diese Abriegelung bleibt bestehen. Die bleibt bestehen, weil die Lufthansa das nicht unbedingt wollte, sondern weil es die FAA und die Trump-Leute nicht wollten. Denn Lufthansa wartet ja händeringend anscheinend für die Eurowings auf die 737 MAX, nicht wahr? Einige von euch hatten ja auch dann die Gelegenheit genutzt, um mir hier da zu schreiben und ihre Meinung kundzutun. Einige Sachen kann ich leider nicht wiederholen, will ich nicht wiederholen, aber es war trotzdem teilweise lustig, also das stimmt schon. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass Sam Duffy, der das Amt des Verkehrsministers bekommt, da die Regelung erstmal nicht aufheben will. Also für Boeing und für Lufthansa schlechte News. Oder ist es jetzt Eurowings Problem? Müssen wir mal gucken. Weiter geht es dann mit den Lufthansa Horn Circle und First Class Passagieren. Die haben jetzt einen neuen Dienstleister. Die Visa hatte ja die Leute gefahren mit dem Limousinenservice. Das wird jetzt von Sixt übernommen. Natürlich ist das eine der begehrtesten Features, wenn man vom FCT kommt, vom First Class Terminal. Aber natürlich ist es so, dass man dort jetzt die Flugzeuge durch Sixt-Personal erreicht im Auto. Und ab Februar 2025 ist es so, dass man mittlerweile auch bestätigt hat, dass es um die Sixt handelt. Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind natürlich auch von entscheidender Rolle. Das ist ja bei solchen Themen immer der Fall. Da habe ich jetzt den Ton ausgestellt, weil irgendwie blinkte das anscheinend. Und da ist es so, dass man jetzt, unser Ziel ist es, eine nachhaltige Fahrzeugflotte, die aus E-Autos besteht, einzusetzen. Und deshalb werden Mercedes S-Klasse, BMW i7, Audi Q8 und der Mercedes V-Klasse Van dort eingesetzt werden. Und das sind die Fahrzeuge, auf die ihr euch seelisch einstellen müsst. Und ich bin mal gespannt, was da passiert und wie ihr das empfindet. Ich bin mal gespannt. Und ja, ich persönlich weiß jetzt nicht, ob man in so einem Van sich schlechter fühlt als im Porsche oder so. Ich glaube schon, heulen im Porsche ist schöner, aber eigentlich geht es auch um die Dienstleistung. Ist für euch da wichtig, welche Karre euch da fährt? Ein Q8 oder sowas, ist das für euch adäquat oder werdet ihr lieber in der Cheyenne gefahren? Also ich bin mal gespannt und da wird dann wahrscheinlich der eine oder andere umdenken müssen. Ich weiß, dass einige da so ein Statusdenken haben, aber ich persönlich finde das eigentlich okay. Aber ihr könnt ja mal sagen, was da eure Meinung zu ist, ob das adäquat ist oder ob es nur um den Service als solches geht oder ob ihr direkt sagt, Van, weiche Satan. Ja, das letzte Thema, was wir heute bearbeiten, ist Marriott Business Access. Marriott Business Access ist ein Programm, was letztes Jahr aufgelegt wurde für kleine und Medium-Firmen, also das heißt so Firmen wie meine Klitsche oder sowas. Und das Programm bietet halt Leuten, die ihren Business-Account dort haben, sofort einen Silber- oder sogar Goldstatus bekommen als Fast Track, wenn man sich bis zum 31. Dezember 2026 anmeldet. Und wichtig ist halt, dass man dort eine Anmeldung machen muss und sich quasi bewerben muss, um da angenommen zu werden. Jetzt kann man sagen, okay, coole Sache, Silber, Gold, was will ich mit dem Status? Aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass ein Late Checkout oder mehr Punkte halt etwas ist, besser zu haben als nicht zu haben. Und wer keinen Status sonst hat oder den Status nutzen möchte, um damit einen Kickoff zu haben, sollte das durchaus machen. Also,
Wichtig ist aber, dass ihr dafür eine Einladung bekommt und die Einladung sollte nicht später als der 14. Juli 2025 sein. Jo, damit sind wir heute wieder durch mit unserer Sendung, mit eurer Sendung. Danke, dass ihr heute dabei wart. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Aber bevor ihr das tut, hört euch nochmal die Fragen des Tages an. Einmal natürlich FOX, also das heißt Future Onboard Experience. Ist das etwas, wo Lufthansa zu gezwungen worden ist durch Realitätskontakt? Und die andere Sache ist, was ist euer Thema? Sagt ihr, da müssen die was machen, da müssen sie bei? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, alles okay, aber wenn nicht, dann schreibt doch einfach unten rein, was Lufthansa ändern sollte aus eurer Sicht. 2 Zentimeter mehr Sitzabstand wäre schon für mich. Also, schreibt rein, was ihr wollt, da wird ja jeder Stein umgedreht. 250 Mockups, 150 Szenarien oder so, oder 250 Szenarien und 150 Mockups. Keine Ahnung, wie rum das ist. Ihr könnt da ja gerne schreiben, was ihr dazu denkt, was ihr davon haltet. Und ich bin freudig gespannt, was ihr dazu sagt. Jetzt aber den Kanal abonnieren, die Glocke an, Like anlassen und so weiter und so fort. Und ich persönlich werde mich jetzt verabschieden und sage einfach bis dann. Ciao, ciao.